Filigran, leichtfüßig, hochdrehend. In jungfräuliches Weiß gekleidet. Der einzige Honda NSX-R in unserem Teil der Welt. Die Sportversion setzt auf konsequentes Weglassen. Gerade 1,17 Meter flach hastet der Honda über die Landstraße und bringt vollgetankt nur 1244 Kilogramm auf die Waage. So viel wie ein Golf TDI. Doch dieser besitzt sicher keinen drehzahlgierigen V6-Motor mit 280 PS direkt im Nacken des Fahrers. Airbags fallen dem Leichtbau genauso zum Opfer wie eine Klima- oder Stereoanlage. Wenn der Drehzahlmesser derartig ausschlägt, ist Action im Cockpit angesagt. Das Fahrwerk offenbart schon auf der Landstraße seine fahrdynamische Extraklasse. Auch wenn von nennenswertem Komfort keine Rede sein kann. Spielerisch, aber mit hohem Tempo lässt sich der Honda um enge Biegungen zirkeln, um gleich darauf wieder gierig am Gas zu hängen. Der NSX-R steckt voller interessanter Details. Darunter der wirkungsvolle Heckspoiler aus federleichter Kohlefaser und die dezente Auspuffanlage des Mittelmotors. Dieser sitzt vor der Hinterachse unter einer Glashaube. Die Wartungshinweise auf Japanisch zeugen von der Seltenheit des Honda. Der 3,2 Liter Sechszylinder mit variabler Ventilsteuerung wurde jetzt sorgsam überarbeitet und dreht über 8000 Touren. Statt Klappscheinwerfer bestimmen ein paar Xenon-Glubschaugen die Front. Der große Lufteinlass strömt direkt den Wasserkühler an. Austreten kann die Luft durch die neue Fronthaube. Eine Entwicklung aus dem ADAC GT Cup Anfang der 90er, wie der Heckspoiler ebenfalls aus Kohlefaser. Größere Bremsscheiben bedingen 17 statt 16 Zoll Räder. Die mit Alcantara bezogenen Recaro-Schalen sitzen perfekt, genauso wie die gesamte Ergonomie des Cockpits. Das Monolenkrad verstärkt die puristische Rennatmosphäre. Drehzahlmesser und Tacho zeugen von der Leistungsfähigkeit des Japaners. Sie auszuloten gilt der nun folgende Besuch auf der Nordschleife des Nürburgrings. Überragende Traktion, aerodynamische Balance und ein Nordschleifen-Setup vom Feinsten ergeben eine Mischung mit Suchtpotenzial. Ausgang Hatzenbach drängt der Flachmann unter Volllast weit nach außen. Die Flugplatzkuppe geht fast voll. In der folgenden rechts fehlt ein wenig Drehmoment. 298 Newtonmeter bei 5300 Touren heißt nicht gerade aus dem Vollen schöpfen. Trotzdem, Tempo 234 am Schwedenkreuz kann sich sehen lassen. Mit 223 durch die Fuchsröhre. Der Magen besucht kurz den kleinen C. Achterbahn in der Eifel. Die speziellen Bridgestone-Sportreifen sind ein wesentlicher Faktor beim NSX-R. Die speziell angepassten Gummis mit stabilen Außenkanten verbeißen sich regelrecht im Asphalt. Plötzliche Ausfallschritte des Hecks lassen sich schnell und präzise parieren. Das Grenzbereichverhalten ist im Gegensatz zur früher getesteten Basisversion unkritisch. Das Fahrwerk tastet sorgsam jede Bodenwelle ab und meldet sie prompt weiter. Nicht nur Ausgang Bergwerk begeistert der Motor mit spontaner Gasannahme. Die knackige Sechsgangschaltung passt in ihrer Abstufung perfekt zu dem Triebwerk, das jenseits von 6000 Umdrehungen ununterbrochen brüllt. Ich will mehr Drehzahl. Das Karussell verlangt große Einfederungsreserven. Auch diese Stelle liegt dem Honda. Sein Chassis verfügt über genügend Steifigkeit, um die Fahrwerksqualitäten wirkungsvoll nutzen zu können. Die mittels Elektromotor unterstützte zielgenaue Lenkung hilft dem Fahrer im Grenzbereich auch kitzlige Situationen zu meistern.
Auch die Bremse leistet sich keine Schwächen. Obwohl der NSX-R nicht mit fulminanten Leistungsdaten klotzt, zeigt er eine fahrdynamische Klasse, die Respekt verlangt.